Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen News-Folge von RF4 zu RF4. Grüße gehen raus an die Karpfenangler. Vor 5 Stunden hat Tobi dieses wunderschöne Bild gepostet mit einem sehr schönen Koi-Karpfen mit oranger Färbung, wie so ein Farbklecks, wie das jetzt sich so durchzieht durch den Karpfen, wie so ein Streifen, weiße so Albino-Färbung und hier oben noch so eine schwarze Färbung. Das habe ich mir auf jeden Fall schon sehr lange gewünscht, dass es sowas bei RF4 gibt, also richtige Koi-Karpfen. Und sag mal, die Goldkarpfen und die Geisterspiegelkarpfen und die Albinos waren ja auch schon Richtung Koi-Karpfen, ne? Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt, also wenn man das Gewässer jetzt hier so sieht, also man sieht jetzt nicht, dass man diesen Bereich schon mal irgendwo gesehen hat. Gut, dass hier hinten hatte jetzt einer schon geschrieben, sieht doch ein bisschen aus wie der Dudubaum. Also einige vermuten jetzt, dass eventuell der Bärensee oder der Bärensteinsee umgebaut wird. Und es gibt auch die Vermutung, dass ein neues Gewässer kommt. Ja, was davon jetzt nun wirklich so ist, wird jetzt ja hier auch nicht so klar kommuniziert. Man sieht halt hier Grüße an die Karpfenangler. Man sieht jetzt hier noch nicht, oder man hat jetzt noch nicht bestätigt bekommen, ist es jetzt ein neues Gewässer. Und was man natürlich jetzt hier im Hintergrund sieht, endlich der Rodpot. Der Rodpot ist endlich da. Sogar hier mit Gewichten, mit einem Slinger, der quasi die Fallbisse anzeigt. Das heißt, wenn der Fisch hier vorne einen Hebebiss macht, sage ich jetzt mal so, ne, also Schnur gibt, dann sinkt das hier ab und dann löst das hier den Bissanzeiger aus. Also kriegt man die feinsten kleinen Bewegungen am Köder mit. Und auch durch den Wind soll das auch geschützt sein, also windbeständig, dass man jetzt nicht durch den Wind irgendwie hier ständig das Gepieper hört, ne? Dann sieht es so aus, als wenn man hier hinten und vorne Höhen verstellbaren kann, ne? Dass man quasi sagen kann, was weiß ich, hier hinten ein bisschen höher, ein bisschen tiefer und hier das auch nochmal ein bisschen anheben, ein bisschen senken, ne? Dann sieht man hier halt die Bissanzeige. Ich finde, der Rodpot sieht auch wirklich schön aus, also muss man wirklich sagen, ist den auf jeden Fall sehr gelungen. Und die Routen stehen endlich mal gleichmäßig, also ne, symmetrisch ja, am Gewässer. Und das finde ich schon, also viele sagen zwar, ja, wozu brauche ich jetzt einen Rodpot oder so, ne? Klar, ist jetzt nicht unbedingt notwendig, man hat ja die Routenstände, aber ich finde gerade so dieses gleichmäßige, alle Routen zeigen in die gleiche Richtung, finde ich schon angenehmer und viele von euch, die in Realfischen gehen, auf Karpfen oder auch beim Brandungsangeln und so, die haben ja alle einen Rodpot oder einen Tripod oder, ne, also benutzen ja schon viele. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass es jetzt endlich kommt. Wie gesagt, wer es nicht braucht, muss es sich ja dann nicht holen, wenn es kommt, ne? Aber viele freuen sich drauf. Klar werden jetzt auch viele wieder sagen, wieder noch vielleicht ein neues Karpfengewässer. Brauchen wir jetzt noch ein drittes Karpfengewässer? Wie gesagt, das Karpfenangeln ist halt das beliebteste in RF4. Es gibt sehr viele Karpfenangler, ne, die am Berni oder am Bärensee oder auch an der Festung auf die schwarzen und weißen Amore gehen. Klar, ist natürlich jetzt schon krass, also wenn denn ein neues Gewässer kommt, 3 Karpfengewässer, aber ganz ehrlich, warum nicht? Vielleicht sind ja auch noch ein paar andere Fische in dem Gewässer drin, ne? Und wie gesagt, unterschiedliche Koi-Varianten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, es scheint auf jeden Fall, also der Koi-Karpfen ist ja der wertvollste Fisch, also sie scheinen auf jeden Fall sehr viel Silber dann auch zu bringen. Wird man dann natürlich sehen, wie werden die beißen, ne? Also, ne, wie häufig fängt man die, welche Größe fängt man, weil der sieht hier schon wieder fast aus wie ein Trophy, den sie hier ans Ufer gelegt haben. Der sieht schon wirklich wie der Trophy-Größe aus. Bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so für Karpfenarten drin sind. Vielleicht sind ja auch noch andere Karpfenarten drin. Und was hier jetzt halt auf jeden Fall sehr gut anerkannt sind, halt die Fischmodelle. Die Fische sehen halt wirklich sehr hübsch aus. Bin auch gespannt, wenn man sie fängt, wie die dann aussehen, ne? Wenn man sie gelandet hat und so weiter. Also ich freue mich auf jeden Fall. Und was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann, ich werde auf jeden Fall einen Sabaton machen, sobald das Gewässer rauskommt. Oder halt
der Umbau, je nachdem, wird man ja sehen, was es denn ist. Also ich denke, jetzt wird noch weiter geteased in den nächsten Wochen. Ne? Dann wird irgendwann noch mal ein anderes Bild kommen, vielleicht ein paar Fische vorgestellt. Und dann wird irgendwann ein Video kommen, also bewegte Bilder. Und sobald die ersten bewegten Bilder da sind, ab dann kann man dann sich darauf freuen, dass es nicht mehr so lange dauert. Ne, so war das jetzt, sag ich mal, so bei den anderen Gewässern in den letzten Jahren. Gut, Nordmeer natürlich, das war natürlich eine sehr lange Ankündigungsphase, aber das war auch ein sehr komplexes Gewässer. Ne, Nordmeer ist ja auch eine neue Angelart gewesen, neue Montage, neue Köder, nur neue Fische, keine alten Fische. Riesengroßes Gewässer war das Nordmeer, ist ja glaube ich auch das größte Gewässer. Das war natürlich ein bisschen aufwendiger, aber ich denke hier mit diesem Karpfenpuff, ne, oder je nachdem, was es denn hier wird, ich denke, so lange wird es nicht dauern. Also ich hoffe mal, dass das bis kurz vorm Sommerloch, also für mich geht das Sommerloch so ab dem 1. Juni los. Ich hoffe, dass das Update noch vorm Sommerloch kommt. Das wäre auf jeden Fall sehr cool, dass wir dann im Sommer, also weiß ich, wenn es im Mai oder Ende April oder so, ne, wenn das da kommt, so ist jetzt so meine Hoffnung und Schätzung, das wäre cool. Und dann hat man auf jeden Fall im Sommer ordentlich zu tun, kann man schön hier bei der Hitze draußen schön auf Karpfen gehen. Die Karpfen mögen ja auch gerne warmes Wetter. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt in den nächsten Wochen, Monaten auf uns zukommt. Ich denke auch, es wird auch irgendwann nochmal ein Monatsevent geben, weil Ende Mai ist ja auch noch der Jahrestag von RF4. Dann wird RF4, glaube ich, 8 Jahre alt, glaube ich. 8 Jahre? War das 8 Jahre? Ich glaube, nee, 8 Jahre, ne? Ich glaube 8 Jahre, ja. Oder 7 oder 8, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat RF4 dann Geburtstag. Da wird es vielleicht dann nochmal ein Monatsevent geben, ne? Sowas, was ihr jetzt von Weihnachten könnt. Natürlich werden die auf euer Feedback gehört haben und die Preise natürlich ein bisschen anpassen. Gehe ich mal ganz fest von aus, ne? Dass auch jeder dann eine vernünftige Belohnung bekommt und nicht Leute, was weiß ich, eine 10.000 zu 1 Chance haben, da eine Rolle drin zu haben, ne? Das haben auch viele von den Leuten gesagt, die eine Rolle drin gehabt haben. Wäre schöner, wenn wenn alle eine Rolle gehabt hätten. Ja, das wäre halt schöner gewesen, ne? Mal gucken, wie sie es machen auf jeden Fall. Vielleicht verbinden die das auch hier mit dem neuen Gewässer. Dann ist natürlich auch die Frage, welches Level wird das Gewässer sein? Also ich denke, es wird jetzt kein Bärensee-Level sein, weil die Koi-Karpfen einfach die wertvollsten Fische, soweit ich jetzt es kenne, wertvollsten Fische halt beim Angeln sind. Also es gibt bestimmt noch wertvollere, keine Ahnung, die kenne ich jetzt aber nicht. Aber Koi-Karpfen sind halt wirklich sehr, sehr wertvoll. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch gutes Silber bringen werden bei RF4. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es jetzt ein Low-Level-Gewässer wird. Aber vielleicht wird es jetzt auch kein mega High-Level-Gewässer. Also ich glaube, über Nordmeer wird das nicht gehen. Das Nordmeer ist jetzt Level 34. Also ich glaube nicht, dass es jetzt über Level 34 geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil das Nordmeer einfach von den Fischen her halt für mich das High-Level-Gewässer ist. Muss ich halt mal so sagen, ne? Nordmeer macht man halt auch zurzeit am meisten Silber und es sind auch für mich, sage ich jetzt mal so vom Kampf her, auch die stärksten Fische im Spiel und oder halt sehr starke Fische auf jeden Fall. Der Riesenhai definitiv der stärkste Fisch. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, welches Level das ist. Ob das jetzt ein neues Gewässer ist, wann es auf jeden Fall kommt, was die nächsten Teaser versprechen, ne? Also was als nächstes angeteasert wird und vor allem dann, wann die ersten bewegten Bilder kommen. Wenn die ersten bewegten Bilder kommen, dann dauert es, glaube ich, nur noch 1-2 Wochen. Dann sollte das Gewässer auch da sein. Wie gesagt, ich bin gespannt. Auf jeden Fall cool, dass RF4 das jetzt angekündigt hat. Haben wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Vorfreude, ein bisschen, klar, einige haben jetzt auch im Stream vorhin geschrieben, die haben noch so viel zu tun bei RF4, habe ich auch. Ja, ich habe auch noch, ich muss noch fehlende Fische fangen, Herausforderungen machen, Ehrenfischer noch weitermachen und so weiter. Also zu tun haben wir in RF4 auf jeden Fall genug. Aber ganz ehrlich, das Nordmeer ist jetzt fast ein Jahr draußen. Ne? Anfang April ist das Nordmeer ein Jahr draußen.
Klar, es gab ja noch Updates auch vom Nordmeer und Weihnachten gab es ja noch, wie gesagt, das Weihnachtsevent und so weiter. Aber trotzdem ist es schön, dass jetzt nochmal ein neues Gewässer kommt mit neuen Fischen und endlich der Rotpott. Ja, der Rotpott, das ist auch so eine Geschichte. Wie lange reden wir schon über diesen Rotpott und jetzt kommt er denn endlich? Ich freue mich da echt riesig drauf. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einen Rotpott für Silber gibt und einen Rotpott für Gold. Also kann ich vermuten, denke ich mal. Na, mal sehen. Alles klar, das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich bin ja ein leidenschaftlicher Karpfangler. Gerade auch in RF4. Wisst ihr ja, wie lange ich meine Zeit am Bernie verbracht habe. Und ich freue mich drauf. Wie gesagt, ist ja auch immer Geschmackssache. Andere Leute wollen lieber neue Fische angeln, jetzt nicht schon wieder Karpfen oder so. Aber wie gesagt, ist ja auch Geschmackssache. Ich finde es auf jeden Fall cool. Mal sehen, Leute. Alles klar. Dann bis zum nächsten Video. Euer Underwater Frank. Tschüss.